Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, in dem ich euch zeige, wie ihr problemlos in etwa 10 Minuten 300 Millionen Credits verdienen könnt. Los geht's! Die Voraussetzungen sind, dass ihr ein Schiff mit Frachtraum habt. 5000 Frachtraum reichen schon aus. Dazu braucht ihr noch ein Handelssystem, um zu sehen, welche Fabriken ihr am besten ansteuert. Dafür reicht auch bereits ein ungewöhnliches, also grünes System. Falls ihr keins habt, schaut bei einem Ausrüstungsdock vorbei, da solltet ihr günstig eins kaufen können. Optional könnt ihr noch einige Hyperraum-Upgrades verwenden, um weiter zu springen, letztlich seid ihr damit nur schneller. Zu Beginn des Spiels solltet ihr zügig viele Sektoren aufdecken. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr ein KI-Schiff verwendet. Beispielsweise könnt ihr euch einfach eins an einer Schiffswerft bauen lassen. Diesem Schiff gebt ihr dann den Befehl, alle grünen Punkte auf der Karte, die ihr von eurem Schiff aus seht, abzuklappern. Das ultimative Ziel ist es, eine Antikraftfabrik zu finden, die Antikraftgeneratoren produziert. Oftmals werden Antikraft-Einheiten hergestellt, mit denen könnt ihr ebenfalls recht profitabel handeln, aber den Jackpot habt ihr mit den Generatoren. Warum die so gut sind? Sie sind einfach extrem wertvoll. Ich habe hierbei mit einem Startguthaben von 50 Millionen Euro gestartet. Ihr braucht allerdings nur so viel, dass ihr überhaupt einen einzelnen Antikraftgenerator kaufen könnt. Fliegt zu dem Sektor mit den Fabriken und kauft die ersten Generatoren günstig weit unter dem Durchschnittspreis ein. Entfernt euch dann relativ weit von dem Sektor und begebt euch zu Schiffswerften, Ausrüstungsdocks und Forschungsstationen. Dort angekommen könnt ihr kinderleicht Abnehmer für eure Generatoren finden. Natürlich deutlich über dem Durchschnittspreis. In meinem Fall habe ich also meine 50 Millionen mit dem ersten Verkauf bereits in über 86 Millionen verwandelt, was einer Steigerung von etwa 70% entspricht. Aus den 86 Millionen wurden in der zweiten Runde 150 Millionen und in der dritten Runde sogar 247 Millionen. Dabei habe ich die Verkaufsorte natürlich gewechselt, da je mehr ihr in einem Sektor verkauft, die Nachfrage dort sinkt und somit der Preis. In der vierten Runde konnte ich die 247 Millionen nicht ganz ausgeben, da nicht mehr genügend Generatoren zu kaufen waren. Schaffte es aber letztlich auf 315 Millionen, was mich gerade mal 10 Minuten gekostet hat. Wenn ihr keine Antikraftgeneratoren findet, gibt es Alternativen, die zwar nicht ganz so effektiv sind, mit denen sich aber trotzdem gut handeln lässt. Dazu gehören Körperpanzerungen, Kriegsroboter, Fahrzeuge, Kraft- und Fusionsgeneratoren, Zielerfassungskarten und Systeme und Computer-Mainframes. Den Jackpot habt ihr allerdings wie gesagt mit Antikraftgeneratoren, denn neben dem Wert ist für effizientes Handeln ebenfalls wichtig, dass ihr genug von der Ware kaufen könnt und sie gut wieder loswerdet. Habt ihr noch Tipps und Tricks, wie man schnell viel Geld macht? Dann ab damit in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier weitere Tutorials zu Arborion und vergesst hier nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin weiter zocken.